Der Abend des 30. April 1999 beginnt wie so viele Freitage in London. Im Stadtteil Soho sind die Straßen voll, Bars und Kneipen bis auf den letzten Platz gefüllt. In der Old Compton Street, dem Herzen des Viertels, drängen sich Menschen zwischen Neonlichtern und Stimmengewirr. Der Admiral Duncan ist an diesem Abend gut besucht. Der Pub gilt als beliebter Treffpunkt für Lesben und Schwule. Ein Ort, an dem man sich sicher fühlt, an dem man offen ist, an dem man dazugehört. 5 Freunde treffen sich hier auf einen Drink, bevor sie gemeinsam ins Theater wollen. Gespräche, Gelächter, ein ganz normaler Freitagabend. Dann, um kurz nach 6:30, zerreißt eine Explosion den Raum. Eine Bombe, verborgen in einer Sporttasche, detoniert mitten im Pub. Fensterscheiben bersten. Metall und Nägel werden durch den Raum geschleudert. Menschen werden zu Boden gerissen. 3 Menschen sterben an den Folgen der Explosion. 79 weitere werden verletzt, viele von ihnen schwer. 4 von ihnen verlieren Gliedmaßen. Unter den Toten ist eine 27-jährige Frau, im 4. Monat schwanger. Auch 2 Männer, die mit ihr und ihrem Mann befreundet waren, kommen ums Leben. Ihr Ehemann überlebt, schwer verletzt, wochenlang bewusstlos, ohne zu wissen, dass seine Frau und sein ungeborenes Kind tot sind. Rettungskräfte kämpfen sich durch das Chaos. Krankenwagen blockieren die engen Straßen. Die Polizei sperrt Soho weiträumig ab. Und schon bald wird klar, das, was hier passiert ist, war kein Unfall. Und ebenso wenig ein einzelner Anschlag. Es ist die 3. Explosion innerhalb von nur 13 Tagen. 3 Bomben, 3 Orte. Und eine Frage, die London in dieser Nacht nicht mehr loslässt. Wer steckt hinter dieser grausamen Serie von Nagelbombenanschlägen? Drei Bomben, 3 Stadtteile Londons. Brixton, Tower Hamlets, Soho. Auf den ersten Blick scheinen diese Orte nichts miteinander zu tun zu haben. Unterschiedliche Viertel, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Alltage. Doch je genauer die Ermittler hinschauen, desto deutlicher wird, diese Orte sind nicht zufällig gewählt. Brixton steht für schwarze Briten. Die Brick Lane im Stadtteil Tower Hamlets für bengalische Muslime. Soho, insbesondere der Admiral Duncan Pub, für die lesbisch-schwule Community. Was zunächst wie wahlloser Terror wirkt, entpuppt sich als etwas anderes, als eine gezielte Botschaft. Denn diese Orte verbindet nur eines: Sie stehen für genau das, was jemand offenbar hasst. Die Ermittler schließen früh bestimmte Szenarien aus. Es gibt keine Hinweise auf islamistischen Terror, keine Verbindung zu internationalen Netzwerken. Auch eine Beteiligung der nordirischen IRA gilt schnell als unwahrscheinlich. Stattdessen richtet sich der Blick nach innen. Bereits nach dem ersten Anschlag in Brixton sprechen Ermittler offen von einem möglichen rechtsextremen Hintergrund. Die Tat fällt in eine angespannte Zeit. Nur wenige Wochen zuvor ist der Abschlussbericht zum Mord an Stephen Lawrence veröffentlicht worden, der institutionellen Rassismus innerhalb der Polizei offenlegt. Auch Brixton selbst ist ein historisch aufgeladener Ort, geprägt von Rassenunruhen in den 1980er Jahren. Kurz darauf meldet sich eine Gruppe telefonisch zu Wort. Combat A-Team. Eine gewaltbereite neonazistische Organisation beansprucht die Tat für sich. Eine Woche später explodiert die 2. Bombe in Brick Lane. Die Polizei bringt beide Anschläge nun eindeutig miteinander in Verbindung. Wieder richtet sich der Hass gegen eine Minderheit. Wieder tauchen Hinweise auf rechtsextreme Täter auf. Die Sorge wächst, dass weitere Anschläge folgen könnten. Schon vor der 3. Tat waren Ermittler öffentlich. Auch ein Angriff auf eine schwule Bar sei möglich. Als die Bombe schließlich im Admiral Duncan explodiert, bestätigen sich diese Befürchtungen. Erneut übernehmen Rechtsextreme die Verantwortung. Diesmal meldet sich die Gruppe White Wolves. Sicherheitsmaßnahmen werden verstärkt. Jüdische Einrichtungen erhöhen ihren Schutz. Weitere Minderheiten gelten als potenzielle Ziele. Doch je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto brüchiger werden die Bekenneranrufe rechtsextremer Gruppen. Zwar melden sich mehrere Organisationen zu Wort, doch keine kann Details liefern, die nur der Täter wissen kann. Der entscheidende Fortschritt kommt schließlich nicht aus der Szene, sondern aus der Überwachungstechnik. Am Donnerstag, dem 29. April, veröffentlicht die Polizei Aufnahmen einer Überwachungskamera vom ersten Anschlag in Brixton. Zum ersten Mal ist darauf der mutmaßliche Bombenleger zu sehen.
Die Bilder werden landesweit ausgestrahlt, in Zeitungen, im Fernsehen, auf Polizeiaushängen. Und sie zeigen keinen Trupp, keine Gruppe, sondern einen einzelnen Mann. Noch bevor die dritte Bombe explodiert, erkennt ein Arbeitskollege den Mann auf den Aufnahmen wieder. Er kontaktiert die Polizei, rund 1,5 Stunden vor dem Anschlag in Soho. Spätestens jetzt verdichten sich die Hinweise. Die Anschläge sind keine koordinierte Kampagne einer Zelle oder eines Netzwerks, sondern die Tat eines Einzelnen. Kurz nach der Explosion im Admiral Duncan wird dieser Mann schließlich festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ist sein Name der Öffentlichkeit noch kaum bekannt, doch er wird schon bald zum zentralen Punkt der Ermittlungen. David Copeland. Um zu verstehen, warum London im Frühjahr 1999 zum Schauplatz dieser Anschläge wurde, muss man nun einen Schritt zurückgehen. Weg von den Tatorten, weg von den Explosionen, hin zu einem Lebenslauf. Und zu einer Ideologie, die nicht plötzlich entsteht, sondern sich über Jahre verfestigt. David Copeland wächst in einer Kleinstadt in der Grafschaft Hampshire auf. Er ist der mittlere von 3 Brüdern. Sein Vater arbeitet als Ingenieur, seine Mutter ist Hausfrau. Schulisch ist er unauffällig. Aber schon früh entwickelt Copeland Minderwertigkeitskomplexe aufgrund seiner geringen Körpergröße. Später folgen Gewaltfantasien. Nach seiner Verhaftung wird das Psychiatern berichten, dass er bereits als 12-Jähriger sadistische Vorstellungen hatte. Darunter Fantasien, Klassenkameraden zu töten. Mit 13 beginnt dann seine Faszination für den Nationalsozialismus. Einmal träumt er davon, nach seinem Tod als SS-Offizier wiedergeboren zu werden. Gewalt, Macht und Überlegenheit werden nun zu zentralen Elementen seines Denkens. Sein Erwachsenenleben verläuft instabil. Er verliert mehrere Arbeitsstellen, begeht kleinere Straftaten, entwickelt Alkohol- und Drogenprobleme. Für seine Situation macht er Einwanderer verantwortlich. Erst über seinen Vater erhält er irgendwann eine Anstellung als Ingenieurassistent bei der Londoner U-Bahn. Parallel dazu radikalisiert sich Copeland politisch. 1997 tritt er der British National Party bei. Er engagiert sich aktiv, lernt führende Mitglieder kennen, wird bei einer Veranstaltung gemeinsam mit dem damaligen Parteivorsitzenden John Tyndall fotografiert. Doch schon bald empfindet Copeland selbst diese Partei als zu moderat. In dieser Zeit liest er den Roman The Turner Diaries. Ein extrem gewalttätiges Propagandawerk, das seit Jahrzehnten in rechtsextremen Milieus zirkuliert. Solche Texte sind nicht Auslöser, aber Verstärker seiner Gedankenwelt. Sie liefern Rechtfertigung, Fantasien und eine scheinbare ideologische Ordnung für seinen bereits vorhandenen Hass. Copeland sucht nach radikalen Strukturen und findet sie 1998 im National Socialist Movement, geführt von David Mamet und ideologisch eng verbunden mit der neonazistischen Combat 18. Wenige Wochen vor den Anschlägen wird Copeland regionaler Anführer der Gruppe in Hampshire. Gleichzeitig verschlechtert sich sein psychischer Zustand. Er sucht einen Arzt auf, spricht davon, den Verstand zu verlieren und erhält Antidepressiva. Was nach außen als politischer Extremismus sichtbar wird, ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, die sich gegenseitig verstärken. Gewaltfantasien, persönliche Krisen und ein tiefes Bedürfnis nach Bedeutung treffen bei Copeland auf eine extremistische Ideologie, die all dem einen Sinn verleiht. Der Rechtsextremismus bietet ihm Weltbilder, Feindbilder und eine Sprache für seinen Hass. Er gibt seinen Gedanken Struktur, liefert ihm Deutung und rechtfertigt Gewalt als notwendiges Mittel. Und irgendwann genügt es Copeland nicht mehr, diese Überzeugung nur zu äußern. Er beschließt, sie gewaltvoll in die Tat umzusetzen. Die Anleitung zur Anfertigung der Bomben, die David Copeland im Frühjahr 1999 baut, erhält er aus PDFs, die er sich aus dem Internet lädt. Darunter das sogenannte Anarchist Cookbook. Sie folgen demselben Prinzip. Den Angaben folgend nutzt er Sprengstoff aus Feuerwerkskörpern. Um die Ladung platziert er jeweils bis zu 1500 Nägel, etwa 10 cm lang. Die Nägel sollen nicht nur töten, sondern auch schwere Verletzungen verursachen. Nach der Fertigstellung visiert er sein erstes Ziel an. Der erste Anschlag erfolgt an einem Samstagnachmittag im Londoner Stadtteil Brixton, einem Viertel mit hohem Anteil schwarzer und afrokaribischer Bevölkerung. Copeland platziert die Bombe in einer neuen, dunkelblauen Sporttasche.
Er stellt den Zeitzünder scharf und legt die Tasche auf dem stark frequentierten Brixton Market ab. Überwachungskameras halten ihn dabei fest. Gegen 17:15 Uhr fällt die Tasche an einer Bushaltestelle nahe der Electric Avenue auf. Mehrere Passanten beginnen zu diskutieren, was damit zu tun sei. Einige öffnen sie, entdecken Drähte. Das Wort Bombe fällt. Die Tasche wird weitergereicht. Schließlich trägt ein Markthändler sie über die Electric Avenue und stellt sie auf einer Palette vor einem Supermarkt ab. Die Polizei wird informiert. Eine Gruppe von über einem Dutzend Menschen steht in unmittelbarer Nähe. Manche verlassen den Bereich, andere bleiben. Ein Mann nimmt das Gerät aus der Tasche und legt es frei. Ein anderer hört ein Ticken. Um 17:29 Uhr treffen 2 Streifenwagen ein. Die Polizisten versuchen, die Umstehenden wegzuschicken. Nur eine Minute später, um 17:30 Uhr, explodiert die Bombe. Mindestens 45 Menschen werden verletzt. Nägel und Glassplitter dringen in den Körper ein. Ein 23 Monate alter Junge wird durch einen Nagelschwer am Kopf verletzt. Mehrere Erwachsene erleiden lebensgefährliche Verletzungen. Einige drohen ihr Augenlicht zu verlieren. Brixton ist geschockt. Doch dies war erst der Beginn. Eine Woche später kehrt Copeland zurück. Sein Ziel ist nun der Osten Londons. Das Gebiet rund um die Brick Lane, Zentrum der bengalisch-muslimischen Community. Copeland plant, die Bombe an einem bekannten Straßenmarkt zu platzieren. Er weiß nicht, dass dieser Markt nur sonntags stattfindet. Als er am Samstag dort ankommt, ist die Straße deutlich weniger belebt. Doch der Zeitzünder läuft bereits. Copeland entscheidet sich spontan. Er stellt die Bombe in der nahegelegenen Hanbury Street ab. Dort findet sie einen Mann, der sie in den Kofferraum seines Autos legt. Er schaut hinein und befürchtet, dass es sich bei dem Inhalt um eine Bombe handeln könnte. Er verschließt den Kofferraum und macht sich auf den Weg, um die Polizei zu informieren. Kurz darauf detoniert sie im Inneren des Wagens. 13 Menschen werden verletzt. Die Polizei beginnt offen darüber nachzudenken, dass es sich um eine Serie handeln könnte. Und sie sollten Recht behalten. Der 3. Anschlag erfolgt am Freitagabend, dem 30. April. Beginn eines verlängerten Bankfeiertagswochenendes. So, Straßen sind voll von Menschen. Copeland bringt die Bombe erneut in einer Sporttasche unter. Er platziert sie innerhalb des Admiral Duncan in der Old Compton Street, einem bekannten Treffpunkt der lesbisch-schwulen Community. Um exakt 18:37 Uhr explodiert die Bombe, gerade als der Kneipenmanager Mark Taylor die Tasche inspiziert. 3 Menschen sterben, 79 werden verletzt, viele schwer. Bei 4 Personen müssen Gliedmaßen amputiert werden. Es ist der tödlichste der 3 Anschläge und der Moment, in dem die Serie endet. Bereits am Tag vor diesem letzten Anschlag, am 29. April, veröffentlicht die Metropolitan Police Aufnahmen aus einer Überwachungskamera vom ersten Anschlag in Brixton. Das Bild zeigt den mutmaßlichen Bombenleger deutlich. Die Aufnahmen werden landesweit verbreitet. Ein Arbeitskollege erkennt den Mann auf den Bildern wieder. Er meldet sich bei der Polizei. Rund 1,5 Stunden, bevor die Bombe in Soho explodiert. Zu diesem Zeitpunkt kann der Anschlag jedoch nicht mehr verhindert werden. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages fährt die Polizei zu einem gemieteten Zimmer in Cove, Hampshire. Die Beamten klopfen an. Als der Mann die Tür öffnet, legt er schnell ein Geständnis ab. Er habe alle 3 Anschläge allein verübt. In seinem Zimmer finden die Ermittler rechtsextreme Symbole, Zeitungsartikel und Fotografien der Tatorte. Hinweise darauf, dass er die öffentliche Wirkung seiner Anschläge genau verfolgt hat. Nun wird der Name des Mannes im ganzen Land bekannt: David Copeland. Nach seiner Festnahme bestreitet David Copeland von Beginn an, Mitwisser oder Unterstützer gehabt zu haben. Er betont immer wieder, er habe allein gehandelt. In den polizeilichen Vernehmungen äußert er sich offen zu seinem Weltbild. Er beschreibt sich selbst als Neonazi, spricht von Hass auf Minderheiten und von dem Wunsch, Angst zu verbreiten. Sein Ziel sei es gewesen, gesellschaftliche Spannung gezielt zu schärfen. Copeland erklärt den Ermittlern, er habe gehofft, durch die Anschläge eine Eskalation auszulösen. Gegengewalt, Unruhen, einen offenen Konflikt zwischen den Bevölkerungsgruppen. In seiner Vorstellung sollte daraus ein politischer Umschwung entstehen. Ein Szenario, das er aus rechtsextremer Propagandaliteratur wie den Turner Diaries kannte. Auch nach seiner Inhaftierung hält Copeland an diesem Denken fest. In Briefen an Journalisten und andere Kontaktpersonen spricht er von einer angeblichen zionistisch kontrollierten Regierung, die ihn mundtot machen wolle. Er leugnet, psychisch krank zu sein und formuliert seinen Hass weiterhin offen und ohne Distanz.
Seine Aussagen lassen keinen Zweifel an der ideologischen Motivation der Taten. Sie zeigen aber auch, Copeland sucht Bedeutung, er will Wirkung, er will gesehen werden. Vor dem Prozess wird Copeland im Broadmoor Hospital psychiatrisch untersucht. 5 Gutachter diagnostizieren eine paranoide Schizophrenie. Sie kommen zu dem Schluss, dass Copelands Denken von Wahnvorstellungen geprägt sei. Die Anklage folgt dieser Einschätzung nicht. Ein weiterer Gutachter attestiert Copeland zwar eine schwere Persönlichkeitsstörung, sieht jedoch keine ausreichende Einschränkung seiner Schuldfähigkeit. Copeland habe gewusst, was er tat. Er habe geplant, vorbereitet und bewusst gehandelt. Ein zusätzliches Beweismittel liefern Briefe aus der Untersuchungshaft. Copeland schreibt an eine angebliche Briefpartnerin, tatsächlich ein Undercover-Kontakt, ohne zu wissen, dass seine Worte später vor Gericht verwendet werden. In diesen Schreiben äußert er sich kohärent, zielgerichtet und ideologisch gefestigt. Für die Staatsanwaltschaft ist das entscheidend. Vor Gericht plädiert die Verteidigung auf verminderte Schuldfähigkeit. Die Jury folgt diesem Antrag nicht. Copeland wird wegen dreifachen Mordes und dreifachen Bombenlegens schuldig gesprochen. Am 20. Juni 2000 verhängt das Gericht 6 lebenslange Freiheitsstrafen. In der Urteilsbegründung wird deutlich gemacht, dass es sich nicht um spontane Gewalttaten handelt, sondern um ideologisch motivierten Terrorismus. 2007 legt der oberste Gerichtshof die Mindesthaftdauer fest: 50 Jahre. Eine vorzeitige Entlassung ist frühestens im Jahr 2049 möglich. Selbst danach würde Copeland lebenslang unter Bewährungsauflagen stehen, mit der Möglichkeit, jederzeit erneut in Haft genommen zu werden. Die Anschläge von 1999 hinterlassen tiefe Spuren. Für die Betroffenen und ihre Familien bedeuten sie lebenslange Traumata. Für London markieren sie einen Wendepunkt im Umgang mit rechtsextremem Terror. Der Fall macht deutlich, dass Terrorismus nicht zwingend aus organisierten Netzwerken entstehen muss. Ein einzelner Täter, ideologisch geprägt, sozial isoliert und entschlossen, kann ebenso verheerende Folgen haben. Copeland erreicht sein erklärtes Ziel nicht. Es kommt zu keinem Rassenkrieg. Kein politischer Umschwung folgt. Was bleibt, sind 3 Tatorte, 3 verlorene Leben. Und die Erkenntnis, dass extremistischer Hass, auch wenn er von Einzelnen ausgeht, reale und tödliche Konsequenzen hat. Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über den Nagelbomber von London? Für wie gefährlich haltet ihr Anschläge, die von einzelnen Personen ausgehen? Schreibt mir eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft mehr Inhalte zur politischen Zeitgeschichte sehen möchtet, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. So verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.